Leute, ich bin's wieder, euer Ranger Jones. Und ja, heute bin ich nochmal unterwegs zum Langenhardt, wo die E138 gebaut wird. Ich war vor genau einer Woche schon mal hier. Da hatten sie gerade den Stator montiert. Ja, jetzt in der vergangenen Woche sind sie mit dem Aufbau ein bisschen vorangekommen und haben Generator und Narbe montiert. Ja, und so wie es aussieht, heute Morgen das erste Rotorblatt. Das lag hier beim letzten Mal auch schon auf der Baustelle. Ja, und die Narbe ist auch schon in die richtige Position gedreht für die Montage des zweiten Blattes. Das erste Blatt wird hier immer waagerecht montiert. Dann dreht der Kran die Narbe ein bisschen rum, dass das zweite Blatt ebenfalls waagerecht eingefädelt werden kann. Und das dritte Blatt, dafür muss ja erst dann der Ballastarm montiert werden, der dann einmal die Narbe komplett rumdreht mit den zwei Blättern. Ich kann es noch ein bisschen näher zeigen. Also das zweite Blatt wird quasi dann auch waagerecht hier eingefädelt, von der anderen Seite dann. Ja, eigentlich, so steht es in der Zeitung, sollte die Anlage schon fertig sein. Das Wetter war in den letzten Tagen aber etwas bescheiden, war auch relativ stürmisch. Und deshalb konnte das erste Blatt erst heute montiert werden und die anderen beiden konnten auch nicht hier hochtransportiert werden, weil der Platz auf der Baustelle relativ beengt ist. Ja, aber man sieht, die anderen beiden Anlagen stehen. Es geht relativ wenig Wind heute. Perfekte Bedingungen, um auch das zweite Blatt zu ziehen. Ich hoffe, ich habe Glück. Ich habe ein bisschen Zeit mitgebracht. Es wäre ganz geil, wenn ich die Montage des zweiten Blatts noch mitverfolgen könnte. Naja, ich werde jetzt mal zur Baustelle laufen und schauen, was es da Spannendes zu beobachten gibt. So, das zweite Blatt ist jetzt auf der Baustelle angekommen. Ich bin jetzt etwas näher dran. Es ist jetzt gerade mit dem Selbstfahrer hier vorgerollt. Es sah ziemlich spektakulär aus. Ich habe das Ganze auch mit der Drohne gefilmt. Das seht ihr dann nachher auf dem Video. Das sieht ziemlich cool aus von oben, wie das Blatt dann mit dem Selbstfahrer hier vorrollt. Die werden das jetzt von dem Selbstfahrer lösen und es dann wahrscheinlich erstmal ablegen, bevor es dann hochgezogen wird. Ja, von hier aus hat man euch nochmal einen tollen Blick auf die ganze Anlage in voller Größe. Da oben wird es dann in die Narbe eingefädelt. Ja, hier ist gerade ein Typ von Steil vorbeigefahren, der meinte, dass es wohl noch eine Stunde Zeit dauern kann, bis das zweite Blatt dann hochgeht. Naja, ich muss noch ein bisschen geduldig sein, bis es dann losgeht, aber ja, ich denke, ich habe Glück und kann das noch mitverfolgen. So, heute ist ein neuer Tag. Gestern ist leider nichts mehr passiert auf der Baustelle. Ich habe echt noch ziemlich lange gewartet, in der Hoffnung, dass sie das zweite Rotorblatt noch montieren. Ja, aber irgendwann hat mir dann ein Enercon-Mitarbeiter mitgeteilt, dass sie das Blatt nicht mehr ziehen. Es wäre wohl nach hinten raus doch zu spät geworden. Das Abladen vom Selbstfahrer hat dann doch länger gedauert als erwartet. Ja, jetzt bin ich heute Morgen extra früh aufgestanden und hierher gefahren, in der Hoffnung, dass ich es heute beobachten kann. Ja, jetzt stand ich dummerweise ewig im Stau auf der Autobahn. Das hat mich echt richtig aufgeregt. Und ja, jetzt komme ich hierher und das zweite Blatt ist schon montiert. Richtig blöd. Ja, das müssen sie wohl relativ früh heute Morgen gezogen haben. Es hängt auch noch am Haken, also der Kran hat sich noch nicht gelöst. Da sieht man es. Und die beiden Seile, die das Blatt stabilisieren, sind auch noch dran. Also es wird wohl gerade noch verschraubt. Ja, echt richtig schade. Naja, vielleicht habe ich beim dritten Blatt Glück. Ja, das dritte Blatt ist im Moment unterwegs zum Langenhardt.
Auf dem Weg hierher fährt man nämlich an dem Lager vorbei, wo die Blätter gelagert wurden. Und es ist gerade losgefahren, als ich hier zum Langenhardt abgebogen bin. Es wird jetzt wohl einige Stunden dauern, bis es hier ankommt. Das ist ja super langsam. Und es ist auch eine kurvige Strecke hier hoch. Ja, ich denke mal, dass sie heute dann wohl noch den Adapter für den Ballastarm montieren und den eigentlichen Ballastarm. Die Narbe dann drehen. Dann muss der Ballastarm und der Adapter vom Ballastarm nochmal demontiert werden. Und dann kann erst das dritte Blatt montiert werden. Also ich denke mal, das dritte Blatt geht heute nicht mehr hoch. Eher dann morgen früh. Ich werde es dann morgen früh mal versuchen. Dass ich einfach ja bei einer Montage von einem Rotorblatt nochmal dabei bin. Das wäre schon geil. Ja, ich denke, ich fahre jetzt mal runter in den Ort nach Sulz. Da kommt das Blatt dann demnächst an. Und ja, schauen wir mal an, wie sie das dann durch die Ortsmitte manövrieren. So Leute, ich stehe jetzt hier an der Einfahrt zum Langenhardt. Und hier kommt jetzt gerade das dritte Rotorblatt angerollt. Krass! Wow, das habe ich echt auch noch nicht live miterlebt. Das ist richtig krass. Das mal so nah zu sehen und den Selbstfahrer mal in Aktion zu sehen, das ist schon echt Hammer. Es hat jetzt echt mehrere Stunden gedauert vom Parkplatz, wo es vorher lag, bis hierher. Das ist echt super langsam. Aber das ist einfach so eine krasse Ingenieursleistung, dieses Teil. Und auch echt krasse Arbeit von den Typen, die es steuern. Das hier rückwärts den Berg hochzufahren, das ist der absolute Wahnsinn. 70 Meter dieses Riesenteil. Und das Ganze auch durch den Wald hier hoch zu manövrieren, das ist schon echt richtig beeindruckend. Boah, ich bin gerade echt richtig aus dem Häuschen, ey. Das ist richtig geil. Jetzt fährt er gerade so ein bisschen um die Kurve. Und jetzt rollt es dann gleich direkt hier bei mir vorbei. Hammer, ey. Wahnsinn. Guckt euch das an, ey. Boah, ist das geil. Wahnsinn, ey. Ja, was witzig ist, hier vorne an der Spitze ist auch immer noch so ein Windmesser dran. Also ich glaube, das kann auch nur bis zu einer bestimmten Windgeschwindigkeit fahren. Ansonsten kann es nicht mehr weiterfahren. Ja, ich hoffe, ihr versteht mich einigermaßen, weil der Selbstfahrer ist halt echt auch brutal laut. Ich muss jetzt auch mal ein Stück zurückgehen, dass es mich nicht platt fährt hier. So, jetzt kommt hier die Spitze direkt vorbei. Die ist jetzt hier direkt über mir. Hier kommen jetzt die Zackenbänder. Alter, es ist krass. Boah. Wahnsinn.
So, jetzt ist es schon einmal um die Kurve gefahren und da hinten geht es dann hoch zum Langenhardt. Da fährt es dann auf den Schotterweg. Das wird nochmal ziemlich steil und ja, dann fährt es oben auf der Ebene, fährt es dann entlang bis hier hinten zum Langenhardt, zur Baustelle. Ja, ich hoffe echt, ich habe Glück und das Blatt wird erst morgen montiert. Das wäre nämlich echt ärgerlich, wenn sie das heute noch ziehen und ja, ich fahre morgen schon wieder hierher und habe es wieder nicht mitgekriegt. Aber ich denke mal nicht, dass heute noch was passiert. Also wenn überhaupt, montieren sie noch die Traverse, den Ballastarm und drehen die Narbe noch. Ja, Wind hat jetzt auch ein bisschen aufgefrischt. Also denke ich mal, ja, dass da heute nichts mehr groß passiert. Wenn überhaupt der Ballastarm, aber das Blatt ziehen sie heute, glaube ich, nicht mehr. So, jetzt bin ich nochmal hautnah dran. Jetzt ist er hier an der Abzweigung zum Langenhardt angekommen. Und ja, das wird jetzt nochmal richtig knifflig, denn hier muss er jetzt um die Kurve. Er muss jetzt gerade hier unter den Bäumen durch, da hat er das Blatt ganz flach gestellt. Und ja, jetzt hat das Blatt nochmal hochgestellt und ja, muss es jetzt hier um die Kurve manövrieren. Da ist echt krass Fingerspitzengefühl gefragt. Er dreht das Blatt jetzt quasi nach oben und aber auch so ein bisschen zur Seite, dass er da um die Kurve drumherum kommt. Also der Selbstfahrer kann das Blatt nicht schwenken, sondern das passiert alles mit dem Fahrwerk. Das ist auch echt krass am Wackeln, das Blatt. So die Blattspitze, die schwankt ganz schön. Ach, es ist geil, dass ich das mal live miterleben kann. Ja, das wird jetzt echt richtig krass. Also, ich fährt jetzt erst noch mal ein Stück vor und fährt dann wahrscheinlich vorwärts den Berg hier hoch. Hier beginnt dann auch gleich der Schotterweg. Das wird jetzt echt nochmal eine kleine Challenge. Ich glaube, das hier ist auch echt so die kniffligste Stelle, weil der Rest ist alles geteert und hier fängt dann der Schotterweg an und das hier ist auch so die engste Kurve. So, ich bin nochmal unterwegs zum Langenhardt und ihr seht schon, die E138 ist fertig. Ich habe es leider nicht zur Montage des dritten Blatts geschafft. Ich war allerdings dreimal hier. Dreimal umsonst. Bin vor der Arbeit extra hingefahren, um 6 aufgestanden und dann kam ich her und es war entweder zu windig oder sie war noch nicht so weit. Ja, Pech gehabt. Hat einfach nicht sein sollen. Ja, heute Morgen habe ich mir dann gedacht, nee, heute stehe ich nicht um 6 auf. Und dann haben sie es heute Morgen gezogen. Ja, aber ist ja gut, dass jetzt fertig ist. Jetzt ist das Trio endlich wieder komplett. Sieht auch echt nochmal gigantisch aus, wenn sie jetzt alle 3 Rotorblätter hat. Ja, Kran ist auch schon abgebaut. Man sieht nichts mehr davon. Er wird wahrscheinlich schon runtergeklappt sein. Und sie werden schon dabei sein, ihn zu zerlegen. Ja, fahre ich mal hin und schaue es mir mal an. So, ich stehe jetzt direkt hier hinter der Anlage und hier hat man einen super Blick auf das Schätzchen. Hier sieht man sie schön in voller Größe, die E138 EP3. So ein Riese, ey. 230 Meter ist sie jetzt hoch. Mit den 3 Rotorblättern wirkt es jetzt echt nochmal krasser. Ja, 2 Rotorblätter stehen jetzt noch im Wind. Die werden sie demnächst ausbolzen.
damit die aus dem Wind pitchen können, damit die Anlage nicht in der Hauptwindrichtung steht. Jetzt kommt das nächste Gewitter und sie kriegt die volle Ladung Wind ab. Ja, im Maschinenhaus hört man es, da poltert's, da wird noch gearbeitet. Ja, Kran ist mittlerweile abgebaut, runtergeklappt. Das hier ist jetzt der hintere Ausleger. Der vordere liegt am Boden, wird schon auseinandergebaut und in Einzelteile zerlegt und wird dann die nächsten Tage abtransportiert. Ja, war mit Sicherheit nicht die letzte Anlage, die ich beim Aufbau beobachtet habe hier im Schwarzwald. In den nächsten Jahren passiert hier hoffentlich noch einiges. Eine weitere EP3 ist auf dem Kallenwald geplant, direkt neben dem Kambacher Eck. Und einige E160 sind auch in Planung. Und ich hoffe mal, nach der nächsten Bundestagswahl wird sich hier in Bavü auch einiges tun. Ja, echt schade, dass ich jetzt die Rotorblattmontage nicht mitverfolgt habe, aber wen es interessiert, auf meinem Kanal gibt es auch ein Video vom Hohen Lochen. Da habe ich den gesamten Aufbau einer Anlage mitverfolgt, sowohl vom Boden aus als auch mit der Drohne. Da könnt ihr es euch gerne anschauen. So, hier sieht man das Ganze nochmal von der anderen Seite. Hier hat man nochmal einen tollen Blick auf die Anlage. Ach, die EP3 ist so cool. Meine absolute Lieblingsanlage. Hier sieht man sie nochmal schön von vorne. Bin ich echt mal gespannt, wie lange es dauert, bis die läuft. Also sie soll im September in den Probebetrieb gehen und dann ab Oktober schon im Normalbetrieb laufen. Bin ich echt mal gespannt. Meine Erfahrung war bisher, dass es bei den EP3-Anlagen immer ein bisschen länger dauert, bis sie am Netz sind. Weiß auch nicht, warum das so lange dauert mit der Inbetriebnahme. Ja, aber wenn die mal laufen, dann laufen die. Da hinten sieht man nochmal die kleine Nordex S77 im Vergleich. Man sieht die Mini aus jetzt im Vergleich zu der E138. Sieht man auch auf dem Drohnenvideo echt geil, was das für ein Winzling ist. Ja, man sieht es, hier liegt der Kran am Boden. Der Ausleger liegt hier fast echt auf der ganzen Länge des Forstwegs. Und der kleine Kran ist gerade dabei, ihn zu zerlegen. Ja, dann kehrt jetzt hier langsam wieder Ruhe ein auf der Baustelle. Ja, zum Abschluss hier nochmal ein schöner Blick auf das Trio von Sulz aus. Gehört zu Lahr. Hier sieht man nochmal alles schön in einer Reihe und auch nochmal den krassen Größenvergleich. Schaut euch mal den Unterschied zwischen der S77 und der E138 an. Das ist echt krass. Ja, ich bin echt gespannt, wie es hier weitergeht. Ob die S77 durchhält, bis sie irgendwann repowered wird, oder ob sie vorher abbrennt. Wir wollen es nicht hoffen. Ja, dann war es das hier vom Langenhardt. Ich hoffe, das Video hat gefallen. Ihr habt ein paar Impressionen vom Aufbau bekommen. Ja, ich werde wahrscheinlich 2 Videos draus machen. Einmal ein Video mit der Kamera gefilmt und einmal mit der Drohne. Sind jetzt doch mehr Aufnahmen geworden als erwartet. Ja, ich hoffe, es hat gefallen. Schreibt gerne wieder Kommentare. Gerne Kanal abonnieren, wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt. Und dann sehen wir uns im nächsten Windpark wieder. Macht's gut, halt die Ohren steif und bis bald.